Zeit ist Fisch. Auf die Plätze, fertig, los hier. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. It's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio Pro Track, Shimano und Nice. Er stand bereits vor dem Ausscheiden, doch kurz vor Abpfiff meldete er sich eindrucksvoll zurück. Titelverteidiger Dustin Schöne lieferte sich mit Luis Mendez im Achtelfinale ein wahres Fehlbiss- und Aussteigerfestival. Luis konnte in der ersten Halbzeit einen Zander aufs Boot bringen, während Dustin erst 30 Minuten vor Schluss einen Fisch in den Kescher befördern konnte. Dieser Zander hatte jedoch eine stattliche Größe von 74 cm und reichte aus, um im YPC seit Erfindung des Wettbewerbs ungeschlagen zu bleiben. Auch Daniel stand in seinem Achtelfinale bereits mit dem Rücken zur Wand. 3 Ü60er Zander hatte sein Kontrahent Christian Wienicke bereits gefangen, als Daniel noch ohne Fisch dastand. Nach der Pause fischten die beiden Angler dann jedoch vom Ufer und Daniel schaffte das Wunder. Er fing 5 Zander, Chris ging leer aus und der Afrikaner qualifizierte sich für die nächste Runde. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, eine neue Folge hier. Wir sind im Viertelfinale und heute wird Dustin gegen Daniel fischen. Wir sind mittags gestartet. Du hast die erste Wahl der Plätze. Du gibst vor, wo wir angeln. Dass wir mittags gestartet haben, liegt diesmal nicht an mir, weil ich spät aufstehen wollte, sondern es liegt daran, dass es extrem windig war heute Morgen und wir den Start deshalb von 8 Uhr auf 12 Uhr verlegen mussten. Nee, 11 Uhr. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert und ich gebe die ersten Plätze vor. Werde auf Hecht angeln am Anfang und bin mal gespannt, was geht. Ich bin leider nicht so gut vorbereitet wie du, aber das hat beim letzten Mal auch nicht geschadet. Das wollte ich genau sagen. Also bis jetzt eigentlich zu jeder Partie, die ich kenne von dir, bist du nie so gut vorbereitet. Auch zu WPC und alles, was du eigentlich sehr erfolgreich gefischt hast, wirkte immer sehr unvorbereitet. Ich denke, das ist Teil deiner Taktik und denke, so hat es immer bei dir sehr gut funktioniert. Ich habe mich tatsächlich gut vorbereitet. Letzte Woche war ich ja vor ein anderes Turnier und ja, ich hoffe, dass wir beide tatsächlich gut fangen heute. Es wird nicht einfach, leider. Sehr, sehr schwieriges Wetterbedingungen. Aber ja, ich hoffe, dass wir beide gut fangen und dann am Ende schauen wir mal, wer der Größte ist. Das wäre am besten. Ja. Good luck. Du auch. Gut, wenn du übernimmst, ja. Los geht's. Und führ uns zum Fisch. Los geht's. Die beiden Angler haben nun insgesamt 6 Stunden Nettoangelzeit, um 5 möglichst große Wertungsfische zu fangen. Maßige Barsche, Hechte und Zander, die regulär mit Kunstködern gefangen werden, bringen Punkte. Dabei wird die Gesamtlänge von Barschen in Zentimeter mal 2, die von Zandern mal 1,3 und die von Hechten mal 1 multipliziert. Schleppfischen ist nicht erlaubt. Wem es gelingt, 2 maßige Zielfischarten zu fangen, bekommt 10 Extrapunkte. Für die dritte Zielfischart gibt es nochmal 20 Punkte dazu, also insgesamt 30 Extrapunkte für einen Hattrick. Okay, und jetzt starten. Die Angelzeit läuft. Ja, die erste Stelle ist hier so eine Hechtstelle. Ich habe gehört, dass es relativ schlecht im Moment läuft und dann dachte ich, okay, probieren wir es mal am Anfang auf Hecht. Das ist so 2,5 Meter tief, ein bisschen Kraut auf dem Boden. Ich angel hier einen 15 cm Gummi. Den leihe ich im Mittelwasser, also so auf 1 Meter überm Kraut und hoffe, dass da die dicke Mutti einsteigt. Ich starte hier etwas kleiner, es gibt hier viel Kraut. Ich habe einfach ein Chatterbait genommen zum Starten. Mit einem Ucklei rauf, Pintail und damit kann ich ein Hecht oder gegebenenfalls auch ein Barsch hier fangen. Es gibt immer wieder Barsche hier in diesem krautigen Bereich und der Hechte mögen Chatterbaits auch. Schon ein bisschen kleiner als Dustins Köder, aber durchaus auch ein sehr guter Hechtköder.
Ja, hier im ersten Spot haben wir nicht so viel gekriegt. Erwartungsgemäß im Vollkarg ja immer schwierig, Fische zu fangen. Deswegen wechseln wir jetzt den Spot, ähnlichen Spot, auch Kraut, auch flach, auch auf Hecht. Und dann fangen wir hoffentlich den ersten Fisch. Fange hoffentlich ich den ersten Fisch. Fisch? Ja. Hier ist der Kescher. Das sind Kescher? Ja, warte. Jawohl, der erste Fisch ist im Kescher. Daniel. Cool. Sehr gut. Aua. Danke dir, Dustin. Kein Problem. Sehr fair von Dustin. Das, was ich machen wollte, hat er gemacht, dann mache ich das Das ist jetzt. tatsächlich so, ich habe gerade auf ein großes Spinnerbait gewechselt, muss man sagen. Dustin hat gesagt, habe ich eigentlich genau die gleiche Idee. Das mache ich jetzt auch. Er hat ja wirklich gesagt, muss ich sagen. Aber jetzt hat es bei meinem Spinnerbait draufgegangen, das ist natürlich cool. So. Okay. So. 71 Zentimeter. Petri, So, erster Fisch. Echt schön, cool. Er kann schnell wieder zurück. Fisch, oh, Fisch. Aua. Oh Mann, Geht. Ja, Alter, an. nochmal gebissen. ich gehe kaputt. Oh, dicker Fisch. Großer Fisch. Kescher. Nimm den Kescher. Der hat ja zweimal gebissen. Ach du Scheiße. Ist in. Kein langer Fisch, aber ein extrem fetter Fisch. Geil. Ich habe zu Danny gesagt, als er ein Spinnerbait drauf gemacht hat, ey, das wollte ich auch gerade machen. Hab gewechselt und habe in einem Wurf 3 Bisse bekommen. Und der geile Fisch ist hier hängen geblieben. Mal gucken, ich schätze ihn so auf 80. Dann ist er 83. 83 Zentimeter. Ja. Okay, geiler Fisch. Geiler Fisch. Guckt euch den an. So, da hast du dem Daniel aber nur 1 Minute Freude gegeben für seine Führung, hast direkt zerstört. Einen Wurf, 3 Bisse, ich habe es genau gesehen. Ja. Aber was ist passiert? Du krümmst dich ein bisschen vor Schmerz. Ja, ich hatte einen Autounfall und meine Hand ist verletzt. Okay. Und also ich habe Prellung und meine Hand ist geprellt und gesplittert hier was. Und ich dachte, ich kann angeln, aber ich habe gerade gemerkt, beim Anhieb und beim Werfen schmerzt halt einfach. Ich habe das gesehen. Ja, sehr doll, aber da muss man durch. Zähne zusammenbeißen. Ist noch ein langer Tag, aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Okay. Wenn es nicht geht, sagst du einfach Bescheid. Wir wollen ja hier keine Opfer bringen, nur fürs Angeln. Ja, nee, also aufgeben ist nicht. Deswegen wird weitergemacht. Im Notfall mit einer Hand nur vertikal. Es geht gut los. Daniel fängt den ersten Fisch des Tages. Doch noch während er seinen Fisch released, attackiert ein Hecht Dustins Köder. Da dieser 12 cm länger ist, übernimmt Dustin die Führung. Es steht 83:71. Goldglitter hat gefangen, deswegen montiere ich jetzt den Trailer neu, weil der ist kaputt nach dem Hechtbiss. Ein 5-Inch Predator von Nace in Goldglitter. Und das ist übrigens auch der Spinnerbait von Stanley, der mir sehr viel Glück gegen Tobi im Finale letztes Jahr gebracht hat. Ich hoffe, der bringt mir heute genauso viel Glück und ich kann noch den einen oder anderen Hecht damit fangen. Ey, Vorsicht auf meinen Köder. Na, es ist durch meine Flasche, Alter. Brilliant. Kannst du ja mit einem Strohhalm austrinken. Eine Farbe, die wirklich... Die habt ihr erfunden, ne?
Ja, das habe ich mal lange bekannt gemacht. Wir haben die eigentlich kopiert von einer anderen Legende. Kennst du Big Al mit seinem Monkey Louis? Hatte sehr ähnliche Farbe. So. Probier wieder was anderes mit einem Jerkbait jetzt. Vielleicht klappt's. Die beiden Angler probieren es noch eine Weile auf Hecht. Doch wegen des Ausbleibens weiterer Bisse schmiedet Dustin einen neuen Plan. Also, liebe Jungs, dann starte ich die Zeit jetzt. Los geht's, weiter geht's. Noch 1,5 Stunden. Ja, bei dem Spot weiß ich, dass es Zander gibt, weil hier sehr trübes Wasser ist und die Sonne ist gerade rausgekommen. Da habe ich mir gedacht, Zander wäre nicht so schlecht noch auf dem Konto zu haben. Lass uns da mal schnell probieren, hier den einen oder anderen Zander wegzuziehen. Hat beim letzten Mal mit Biggie nicht so gut geklappt. Vielleicht ist heute besser. Mal gucken. So, der ist erstmal aufgebogen, der Köder. Hänger gibt's hier auch. Ja, das war ein Versuch wert. Wir haben jetzt hier mal kurz auf Zander probiert, aber wie wir es schon fast erwartet haben, ging nicht so viel. Wenn man sich auch die Ergebnisse der letzten Wochen anguckt, war es hier an dem Gewässer sehr, sehr schwer, Zander zu fangen. Ich glaube, bei den Lure Masters am letzten Tag haben, weiß ich nicht wie viele Boote, 30, 40 Boote, einen Zander insgesamt gefangen an einem ganzen Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Trotzdem wollte ich es nicht unversucht lassen. Jetzt geht es weiter zum nächsten Spot, da geht es auch wieder auf Zander. Allerdings kann man da parallel auch Barsch und Hecht fangen, das ist der Vorteil. Also, wir melden uns, wenn was geht. In meiner Halbzeit ist das jetzt die dritte Stelle. Hier kann man alles fangen, Hecht, Zander und Barsch. Ich probiere erstmal kurz zu gucken, ob hier ein aktiver Hecht steht. Angel mit einem Wobbler und würde dann umstellen auf Zander und Barsch. Ja, das ist mein Plan und ich hoffe, der geht auf. Mal gucken. Wind steht schön drin hier in der Bucht. Also so schlecht kann das eigentlich nicht sein. Wir sind hier an einer extrem Legend-Stelle. Hast du hier schon mal gefischt? Ich habe hier gefischt. Ja. Es ist auch eine sehr gute Stelle. Gibt es ja auch Barsche. Aber ich muss sagen, ich habe hier lange nicht mehr gefischt. Also eine ganze andere Turniere dieses Jahr war das eine Bereich, wo man tatsächlich nicht fischen dürfte. Ja. Und deswegen habe ich nicht viel hier aufgehalten. Aber man weiß schon auch von unserem YouTube Predator Cup Ja, ganz genau. Herbert und der Enrico, die waren hier angeln. Und ich glaube, Herbert und Frederik, genau. war auch hier angeln, ja. Genau. Und die haben hier rausgeholt. Also der Spot ist richtig heiß. Das stimmt. Nur wo ihr jetzt gerade angelt, nicht so. War mal so für 6 Monate oder so. So, also du versuchst jetzt Barsch rauszuholen? Ich versuche einen Barsch rauszuholen. Ich habe so eine Skirted Jig drauf mit die Curfy in Green Pumpkin Chartreuse und spekulieren auf einen Barsch, die hier rumschwimmt. Dass du jetzt hinten liegst aktuell, macht dich ein bisschen nervös? Ja, noch nicht. Also es ist nie schön hinten zu liegen, muss man einfach sagen. Aber richtig nervös noch nicht. Also ich hoffe natürlich, dass wir beide tatsächlich ein paar mehr Fische fangen wird. Und ich habe immer noch die Chance, es ist nur 12 cm Unterschied. Das kann man schon relativ schnell einholen, wenn beide Seiten ein paar mehr Fische fangen. Genau, nach einer Stunde hat er das denn, dann ist Wechsel angesagt. Genau. Noch eine Stunde.
Futterschwarm hier. Oh, das war ein Stein. Fast der nächste Hängerite, sagt er. Fuck, ich dachte, ich habe einen Stein getroffen. Das war echt ein bisschen komisches Gefühl. Aber es war tatsächlich ein Biss. Sieht man ganz deutlich, eindeutig. War neuer Köder. Schade. Oh, das Dienismann. Echt? Ja. Da ist einer durch den Lappen gegangen, wie man so schön sagt. Der hätte dir die Führung wieder gebracht. Denke auch. Ja, Dustins Zeit ist jetzt um. Keine neuen Fische mehr, trotz neuen Stellen und so weiter. So, das heißt also, es ist jetzt deine Zeit gekommen. Du willst das Gewässer wechseln. Wir schleusen jetzt und fahren jetzt mal ein bisschen weiter hoch. Wo wollen wir hin? Genau, wir fahren jetzt auf der Hollands Deep. Wir werden da verschiedene Stellen an der Hollands Deep probieren. Es kann sein, wir gehen kurz an der Haringsfleet auch, aber nur wirklich ein sehr kurzer Stück. Aber ich hoffe eigentlich, dass alle Fische finden wir jetzt an Hollands Deep. Ja, sind ja auch hier nicht. Also wenn sie hier nicht sind, müssen sie ja da sein. Also Hollands Deep ist ein guter Gewässer. Ich kenne mich da mittlerweile auch halbwegs gut aus und ich hoffe, dass eine oder die anderen Stelle auch jetzt funktioniert. Okay, dann stärkt euch, esst was und dann geht's weiter. Jo. Los geht's. Süß oder Saures. Nur bei unserer Halloween-Aktion gewinnt jeder. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Traut ihr euch mitzumachen? First cut, the Blade Runner works. Du guckst gerne YouTube Predator Cup und möchtest uns bei unseren Videoprojekten unterstützen? Das ist ziemlich einfach. Jeder Einkauf im Hecht- und Barsch.de Online-Shop, aber auch jeder gekaufte Leck mich am Barsch-Artikel bei dir im örtlichen Angelladen, egal ob Drunkbait, Köfi oder Finessefilet, ist sehr wertvoller Support für uns. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß beim weiteren Verlauf der Sendung. Also wir sind jetzt hier an der Brücke gefahren. Hier ist immer mit Zander zu rechnen. Genau das versuche ich auch jetzt zu fangen. Bei der Brückenpfeile her ein Hotspot für Zander. Ist schon ein bisschen abhängig von der Strömung. Leider zurzeit gibt es ziemlich wenig Strömung. Aber steht immer Fisch hier und lohnt sich kurz mal zu probieren auf jeden Fall. Wir werden ein, zwei Pfeile hier abwerfen und ich dachte, hier ist ein guter Spot zum Starten, weil meine nächste Stelle ist auch extrem nah. Und deswegen will ich versuchen, nicht zu lange Fahrzeiten auch zu haben zwischen den Stellen. Fisch! Fisch an! Fisch an!
Klettern bitte? Ja, bitte. Schöner Zetti. Muss mich natürlich beeilen jetzt. Ich habe einen Chatterbait gefischt mit einem Predator als Trailer. 30 Gramm Rute. Geiler Fisch. Boah, der hat den aber richtig weggeschluckt. Richtig hinten. Hier. Kleine Stahlspitze, weil hier auch Hechte sind. Chatterbait. Hat funktioniert. Okay, jetzt mal schnell messen. Also die Stelle ist nicht schlecht, oder? 66. 66? Ja. Okay. Schöner Fisch. 66. Den kann man im Wettkampf gut gebrauchen. Allerdings, 66 cm Zander bringen 85,8 Punkte. Hinzu kommen 10 Extrapunkte für die zweite Fischart. Der amtierende YPC-Champion kann seinen Vorsprung auf 178,8 zu 71 ausbauen. Fisch! Schöner Fisch. Richtig guter Fisch. Also die Stelle ist nicht schlecht, oder? Die Stelle ist nicht schlecht. So, und der hat, bist du vorne dran? Ja. 65 cm. Okay. Okay, 65er Hecht, ein Spritzer, aber im Turnier ultra geil. Der darf jetzt wieder zurück. Zweiter auf Chatterbait. Gut, dass ich eine Stahlspitze vorgeschaltet habe. Schön. So großer, ciao. Ja, Chatterbait funktioniert super und ich mache als Trailer hier ganz natürliches Design. Chatterbait macht genug Aktion. Dustin legt nach. Der Hecht ist dann doch etwas kleiner als zunächst vermutet. Doch mit weiteren 65 Punkten liegt er nun doch relativ komfortabel vorne. Langsam muss Daniel einen Fuß in die zweite Halbzeit kriegen. Daniel, was ist los? Da räumt der Dustin hier deine Stellen ab. Ja, also tatsächlich. Er macht genau, was ich ja auch mache mit einem Chatterbait. Das ist genau eigentlich für welcher das zu fischen, den Bereich hier. Das ist auf eine gute Stelle, sieht man. Aber klar, man braucht ein bisschen Glück, dass es natürlich auf seine eigenen Köder reingeht und nicht auf die andere. Aber es gibt Fischer da und ich glaube, ich habe nicht mal eine Stunde benutzt von meiner Zeit bis jetzt. Heißt das, immerhin sieht es mindestens so aus, als ob meine Stelle einen Fischer bringen wird und hoffentlich dann innerhalb der Zeit auch ein paar bei mir. Kann natürlich schnell wieder ändern, aber klar, ist nicht brillant, dass Dustin jetzt 2 Fische sofort auf meine gute Stelle hergefangen hat. Aber es ist natürlich damit zu rechnen, wenn man beide auf der gleichen Boot angeln, kann passieren. Aber eigentlich hast du ja taktisch die bessere Position, weil du hast den ersten Wurf immer. Das stimmt, aber ja, das ist nicht unbedingt immer ein Vorteil. Am Ende werfen wir auch links und rechts. Wir versuchen eine kleine Krautfelder zu finden. Es gibt die dann in kleine Patches und Dustin findet die genauso mit seinen Würfen. Am Ende braucht man einfach das Quäntchen Glück. Aber der Tag ist noch nicht vorbei. Also bin noch nicht optimistisch, aber habe noch Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So ist es. So ist es. Gegen Wienica hast du schon mal gezeigt, wie es geht. Genau, also könnte ich daran denken vielleicht. Vielleicht gibt es mir Hoffnung, keine Ahnung. Momentan ist es natürlich ein bisschen bitter, aber... Wir haben wirklich noch lange Zeit zu fischen. Stimmt, es gibt noch genug Zeit. Und die Fische beißen, also ich fühle mich auf jeden Fall nicht sicher. Ja, gerade hatten wir beide ein bisschen Pech. Daniel hatte einen Nachläufer. Ich hatte vor dem Boot einen kurzen Einschlag, der hing auch kurz, der Hecht. Also 2 Hechte, bei Daniel war es auch ein Hecht. Naja, mal gucken, die Fische beißen. Also werden wir bestimmt noch den einen oder anderen Fisch vor die Kamera bekommen. Für mich wäre es natürlich besser, wenn sie jetzt komplett aufhören würden zu beißen, aber das passiert nicht, leider. Wäre schon cool, hätte es richtig zugeschnappt bei mir. Ist wirklich bis zum Boot geschwommen, umgedreht. Aber
wie Dustin sagt, die Fische sind da, die beißen auch. Ich habe noch ein, zwei andere gute Stellen, also wir machen ja noch mal so 5 bis 10 Minuten. Und dann werden wir auch ein paar andere gute Stellen probieren. Und ich hoffe, es geht genauso weiter. Ich meine, wenn die Fische da sind und beißen, ist das ganz gut. Das ist nur hoffentlich eine Frage der Zeit, bis ich wieder eine fange. Oh, Ach, jetzt. Jetzt. Ah, da ist er. Hast du ihn gesehen? ach Gott. Zweimal nachgebissen. Hast du eine Oberfläche gesehen? Oh, Ja, so viel Pech, ey. Ja, jetzt. jetzt an. Mein Gott, ey. Kescher. Yes. Hey, geht wieder Ganz nächste Woche. So, noch ein Hechti. Und der hat 64 cm. Okay. Petri. 64er. Gerade den Köder gewechselt auf ein Spinnerbait, weil ich dachte, hier sind viele Hechte, macht ein Spinnerbait Sinn. Dann ist der beim ersten Wurf zweimal daneben geknallt und dann gleich danach wieder rauf und dein Hänger. Okay, der darf zurück, der Kleine. Dustin präsentiert sich in bestechender Form. Er verwertet seine Bisse gnadenlos und liefert bis hierhin eine meisterliche Leistung ab. Neuer Spielstand 307,8 zu 71. Ja, der Fisch hat gerade meinen Spinnerbait so zerlegt. Ich kann euch den ja mal zeigen, der ist nicht mehr zu retten. Das war mein Spinnerbait verbogen, verheddert. Und jetzt im Wettkampf hat man natürlich nicht die Zeit, sich da ewig jetzt mit zu beschäftigen. Deswegen nehme ich einen neuen und würde den erst wieder entheddern, wenn es wirklich sich herausstellt, dass es die Farbe war. Ah, yes, genau wo die stehen. Hast du die gespürt, oder? Hoffentlich. Weißt du, wo meine Blade Runner liegen? Ich habe die eigentlich alle rausgelegt, die sind irgendwie weg. Liegen die da? Ich habe eine raus. Hier ist eine. Ah ja, das sind meine. Der Fisch dein. Ja, Der Fisch dein Köder. ja, den wollte ich mich gerade drauf machen. Den Perlmutt Ja. mit Barstreifen? Nee, ich fische eine grüne. Ja, Perlmutt mit Barstreifen, ne? Hier ist dein grüner. Nee, egal. Ja, ich kann es dir geben. Nein. Du kannst den angeln. Dann gib mir den. Danke dir. Der wollte ich eigentlich. Ja? Der ist gut, ja. Jetzt hab ich ihn. Den du drauf hast, der ist auch sehr gut. Das ist meine Lieblingsfarbe. Echt, ja? Ja. Noch 1 Stunde und 44 Minuten. Ja, nee, ich bin nicht so gemein. Ich hatte einen Biss gerade. Ja. Ah, vom Barsch? Ja. Ja, Mann. Die sind da, aber die sind klein. Ich glaube, der war nicht so klein, du. Glaube ich auch nicht. Der Gute war schon ganz schön scheiß krumm. Das ist ein Dreck. Ganz einfach. Scheiße, ey, der Barsch hätte das gebracht. Wie viel Zeit haben wir? Du hast jetzt noch 1 Stunde und 27 Minuten. Okay, also es ist jetzt quasi Halbzeit. Die erste Stelle war tatsächlich sehr gut. Fische beißen. Man hat gesehen, Dustin hat auf jeden Fall richtig gemacht und gut gefangen. Wir werden jetzt auf eine ganz andere Stelle fahren. Also das war tatsächlich mein Lieblingsangelei. Dustin meinte, er findet das auch eigentlich ganz cool. Einfach schön im Flachen mit Kraut. Aber ich weiß, es gibt noch eine gute Stelle, so ungefähr auf 6 Meter. Ist ein bisschen andere Anglerei da. Alter, das ist nicht, was ich jetzt brauche in mein Dings zum Halbzeit. Das sind angelt richtig gut, ja, sehr fokussiert. Wir fahren jetzt zu einem Bereich, wo es gibt sehr viel Zander und natürlich Hechte auch, ja, überall ist mit einem Hecht zu rechnen, muss man sagen. Aber da, wo wir jetzt hinfahren, 6 Meter, viele Zander und ja, was soll ich sagen, ich hoffe ein paar beißen auf beide Routen verteilt. Das hoffe ich auch. Viel Erfolg, ist noch alles offen, würde ich sagen. Klar, ich habe einen kleinen Vorsprung, aber 1,5 Stunden.
ist noch echt verdammt Kann viel viel Zeit. passieren. Wir haben schon in anderen Matches gesehen. Kann natürlich tatsächlich viel passieren. Tobi hat es mehrfach geschafft. Du hast Hier es. haben wir das nicht so oft gesehen, muss man wirklich sagen. Ja. Aber ich bleibe optimistisch. Okay, Okay, komm. viel Erfolg. So, wir sind zu einer anderen Stelle jetzt gefahren, wo ich bei der Lure Masters auch gefischt habe. Ist so eine Kante, der abfällt von 2 auf 6 Meter. Und hier steht sehr oft Zander. Wir haben auch hier auch sehr gut gefangen im Training bei der Lure Masters. Und ja, ich hoffe, dass die Zander heute hier auch stehen. Sehr oft sind die da und dann ist eine Frage, ob die beißen, genau zu der Zeit, wenn man da ist. Ja, ist auch ziemlich strömungsabhängig, das ganze Gewässer tatsächlich. Bei der Hechte nicht ganz so, aber besonders bei Zander ist es schon hier ziemlich strömungsabhängig. Aber jetzt gibt es immerhin eine leichte Strömung, ich glaube, es ist jetzt abwandernde Wasser und das ist eigentlich ganz gut für Zander. Ja, Barsch! Schnell! Kescher! American Style, sorry. Schöne Fisch. Ich habe erstmal Blatt ausgesetzt, dann merkt man, dachte ich, oh, war das ein Biss? Und dann kurz später hing er. Guckt euch den Köder an. Also man sollte vor großen Ködern keine Sorgen haben. Spinnerbait, ich habe gerade noch gesagt, wechsle ich jetzt mal auf den Spinnerbait, ne? Und du sagst noch mit Ansage. Ist kein großer, aber ein zählt geiler Fisch, 34. 34 und es gibt Zusatzpunkte. Mann, Dustin, heute hast du wirklich alles gefangen, was man fangen kann. Vorsichtig so. Richtig gut. Danke. Richtig gut gemacht. Petschi, Mann. Ja, danke. Schöner Barsch. Schöne Farben. Schöne Farben, ne? Ja. Naja. Freut mich natürlich. Für dieses Gewässer tatsächlich kein großer, 34 cm. Aber ein wunderschöner Fisch und ich freue mich auf jeden Fall riesig. So, der da frei. Toller Fisch. Und ciao, bello. 68 Punkte für 34 cm Barsch. Dazu kommen 20 Extrapunkte für die dritte Fischart. Dustin liefert weiter ab. Daniel gelingt in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts. Not so easy, gegen dich zu angeln. Wenn jemand so viel Glück hat, ne? Not so easy. Naja, was heißt Glück? Ein gewisser Können muss auch dabei sein, wenn man ständig so Fische fängt. Hast du gesehen? War Barsch. Scheiße, Mann. Langsam einholen. Und kannst dann weiter. Scheiße, hast du gesehen, Mann? Barsch, Mann. So ein Crap. Das hätte alles wieder rausholen können. Er hing vor kurz. Er war kein großer Barsch, aber war schon immerhin ein Barsch. War kein Rieser. Deswegen ist der große Köder. Schade. Ein Barsch draufgegangen. Hing auch ganz kurz und dann wieder abgekommen. Ich habe auch ehrlich gesagt kurz davor den Biss gehabt. Ein Wurf davor habe ich den Biss gehabt. Aber ich weiß, mit Dustin muss man echt ruhig bleiben, ansonsten wirft er direkt dahin und fängt auch das Teil immer. Dieses Mal bin ich ruhig geblieben. Wieder das Ding raufgegangen, trotzdem nicht gefangen. That's the difference. Dann werfe ich jetzt dahin, okay? Ja, jetzt kannst du ihn fangen. Jetzt ist mein Köder verheddert. Ja, das war mein Plan. Oh, Fisch, fuck! Da war der Barsch. Ja. Ja, that's what I'm talking about. Das Dinis. Es fühlte sich aber eher an wie ein Zetti, um ehrlich zu sein. Von der Intensität des Bisses. Meine war 100 Pro ein Barsch. Wenn es drauf war. Aber meiner war so, puff. Achso, nee, meine war 100 Pro ein Barsch. Ja, jetzt hatte ich auch noch einen Biss. An der Stelle, wo Daniel gerade seinen Barsch drauf hatte. Bei mir fühlte es sich allerdings eher an wie ein Zetti. Naja, schade. Aber ich will mich nicht beschweren. Bis jetzt läuft es ja ganz gut für mich. So, ich probiere diese Nicebait-Geschichte. Schau mal, ob das was bringt. Besser nicht, ey, dann verliere ich heute noch.
So Jungs, und die offizielle Angelzeit ist jetzt vorbei. Oh. Zack. Wir haben einen Gewinner. Gut gemacht, Mann. Sehr, sehr gut gefischt. Danke. Leute, das hat letztes Mal gewonnen. Dieses Mal musste ich auch seine Stärke spüren, sozusagen. Letztes Mal habe ich nicht gegen ihn gefischt. Ich muss mal sagen, meine einzige Freude tatsächlich ist, dass in meiner Hälfte auf den Spots, wo wir gefahren sind, waren Fische tatsächlich da. Ich muss zukünftig lernen, wie man die genau fängt, so wie du. Ich glaube, dass du hast sehr gute Chancen, weit zu kommen. Hoffe ich auch natürlich auch. Hab gehört, mein Haar sieht ein bisschen krass aus jetzt. Ich sehe es auch. Keine Sorge, bei dir sitzt jeder Haar. Ich muss sagen, ich hatte echt ein bisschen Sorge vor dir, weil du dich so gut vorbereitet hast und in der Predator Tour auch sehr gut gefangen hast. Nee, in Lure Masters war das, glaube ich, ne? Da dachte ich, oh, das wird eng. Und bin umso erleichterter, dass ich jetzt in die nächste Runde komme und im Halbfinale fischen darf. Da wartet Herbert Ziereis. Herbie ist natürlich ein starker Gegner, aber du bist auch ein sehr starker Angler. Leute, es hat echt Spaß gemacht. Meine Reise ist vorbei jetzt in der YPC. Letztes Mal war Halbfinale, dieses Mal schon nicht ganz so weit geschafft. Nächstes Jahr ist ein neues Jahr. Ja. Und viel Glück, Mann. Danke dir. Das war eine sehr spannende Partie. Trotz so schlechtem Wetter und so schlechten Wetterbedingungen haben wir viel Fisch gesehen. Wohlverdient ist das sind weitergekommen mit viel mehr Fischen, als der Daniel gefangen hat. Also alles richtig. Und wenn dir das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, liken, kommentieren und Klingelchen machen und du weißt schon Bescheid. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao! Mit einer sehr überzeugenden Vorstellung, vor allem in der zweiten Halbzeit, setzt sich Titelverteidiger Dustin Schöne verdient durch und trifft im Halbfinale in Hin- und Rückspiel auf Herbert Ziereis. Am 17.11. zeigen wir euch das Hinspiel zwischen Dustin und Herbert vom Ufer. Bis dahin macht der YPC Pause. Doch kein Grund, traurig zu sein. Am kommenden Sonntag startet unser neues Format Casino Royale, bei dem ihr in Zukunft nicht nur als Zuschauer dabei sein könnt. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Und noch ein Treffer. Der spielt auf jeden Fall mit ganz linken Mittel, der Typ. Scheiße. Komm. Oh ja. Ich denke, da kriegen wir schon eine kleine Angel zusammen. Er ist ausgesetzt, das liegt an der Draw. Ich habe ihn zu hart gedroht. 3, 2, 1. Ino ist auch ein schwerer Gegner. Jetzt. Erster Run. Fisch! Stopp! Sonst fährst du die Treppe. Macht's gut und viel Petri.